Ja, meine Damen und Herren, für den musikalischen Einstieg danke ich herzlich den Musikern von Lebensmelodien, Nur Ben Shalom, Miriam Helms-Alien, Francesca Zappa, Yannick van de Velde und Mischa Meyer mit ihrem Direktor Michael Radatz. Wir sind froh, dass Sie das Eröffnungsprogramm mit einem kleinen Konzert beschließen werden, und es wird von einer Einführung in die Musikstücke durch Gunter Schoss begleitet. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Gauck, sehr geehrte Botschafterin der Republik Lettland, Frau Vanaga, sehr geehrter Botschafter der Hellenischen Republik, Herr Papaioannou, sehr geehrter Professor Papier, Vorsitzender der beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz, lieber Herr Deppendorf vom Museumsverein, sehr geehrte liebe Frau Behring vom BKM, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dünow, lieber Herr Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, lieber Rüdiger Marlow, Europarepräsentant der Claims Conference, liebe Agatha Pietraschik, Kuratorin unserer Ausstellung, sehr geehrte Ehrenbürgerin der Stadt Berlin, liebe Frau Springer, liebe Kolleginnen, Kollegen aus den Museen, aber auch aus den Gedenkstätten, die heute zahlreich hier sind, liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter des DRM, besonders begrüße ich natürlich alle, die an Gewaltausstellen mitgewirkt haben. Liebe Mitglieder des Fachbeirats, liebe Autorinnen und Autoren des Katalogs, den ich hiermit auch nochmal zeige, dass es ihn hier gibt und Sie ihn auch schon heute erwerben können. Und ich mich sehr darüber freue, dass er hier ist. Und ich begrüße last but not least auch diejenigen sehr herzlich, die uns unterstützt haben durch Interviews in der Ausstellung. Am 1. Mai 1945, also noch
einige Tage bevor der Zweite Weltkrieg durch die Kapitulation Deutschlands endgültig zu einem Ende kam, wurde die Ausstellung The Horror Camps in London eröffnet. The Horror Camps ist eine von 6 historischen Ausstellungen, die wir zeigen. Zeitgleich nahezu mit der Londoner Ausstellung eröffnete in Warschau im Mai 1945 und im Juni 1945 in Paris eine Ausstellung. Wir zeigen eine große Ausstellung, die in Liberec, der Tschechoslowakei, im September 1946 eröffnet wurde, im Juli 1947 eine in Bergen-Belsen und schließlich im April 1948 eine weitere Ausstellung in Warschau, diesmal im Jüdischen Historischen Institut. Unsere Kuratorin Agata Pietraszczyk hat diese 6 Ausstellungen für uns auf Grundlage ihrer eindrucksvollen Forschungen ausgewählt. Sie stehen für ein kaum bekanntes europäisches Nachkriegsphänomen. Denn bereits kurz nach dem Krieg versuchten Menschen in vielen europäischen Städten die Schrecken und Verbrechen der deutschen Besatzung der Öffentlichkeit vor Augen zu führen. Es waren allererst Versuche, die Gewaltereignisse zu erfassen, sie zu dokumentieren und zu interpretieren. Hunderttausende von Menschen im Osten und Westen Europas besuchten diese Ausstellung. Jede dieser Ausstellungen war ein Versuch zu begreifen, was geschehen war. Die großen nationalen Ausstellungen waren dabei jeweils stark national formatiert und der Churban, der Holocaust, die Shoah fand in ihnen höchst ein marginales Echo. Umso mehr möchte ich Ihren Blick auch auf eine 1948 vom Jüdischen Historischen Institut in Warschau verantwortete Ausstellung lenken, denn Martyrium und Kampf, so wurde sie benannt, bildet den Anfang von dem, was wir heute Holocaustforschung nennen. Veranstalter war das Jüdische Historische Institut in Warschau. Hier versammelten sich die ersten Menschen, die den Mord an den europäischen Juden erforschten. Unter ihnen Nachman Blumthal und Rachel Auerbach, beide Historiker und Überlebende des Holocaust. Rachel Auerbach war am Aufstand des Warschauer Ghettos beteiligt gewesen. In ihrer Ausstellung ging es darum, die jüdische Katastrophe zu erfassen. Der Titel Martyrium und Kampf machte gleichzeitig deutlich, hier wurde keine reine jüdische Opfererzählung vorgetragen. Es ging eben nicht nur um Martyrium, sondern genauso um Kampf. Das war ein Blick auf die jüdische Erfahrung, die den nationalstaatlich orientierten Ausstellungen völlig fremd war. Agata Pietraszczyk und das Ausstellungsteam haben das Besondere der verschiedenen Ausstellungen bewundernswert klar herausgearbeitet. Sie haben versucht, die Setzung der Themen zu verstehen, die Wahl der Objekte, die Ästhetik der Präsentation und die Botschaften, die gesendet wurden. Lassen Sie mich nur 3 Aspekte hervorheben, die mich insbesondere interessieren. Erstens, in all diesen Ausstellungen ging es um die Darstellung von Gewaltereignissen. Wir wissen heute, dass fotografische Darstellungen von Gewalt selbst Akte von Gewalt sein können, dass sie dazu dienen können, die Perspektive der Täter zu verbreiten. Wir wissen aber auch, dass das Nichtzeigen von Mord und Totschlag die Funktion haben kann, die Durchführung von Verbrechen zu ermöglichen. So haben wir intensiv und teils sehr kontrovers diskutiert, ob und wie wir die Gewaltszenarien heute, also 80 Jahre später, zeigen können. Vieles, was die Ausstellungsmacherinnen und Macher damals, noch während des Kriegs zum Teil oder unmittelbar danach, bewegte, ist auch heute noch relevant. Zweitens, gleichzeitig stehen wir 2, 3, 4 Generationen später vor eigenen, vor neuen Schwierigkeiten. Viele der damaligen Ausstellungen waren geprägt von Historikern, die gleichzeitig Zeitzeugen waren und das, was sie erlebten, unmittelbar als historisch bedeutsam begriffen. Und zwar unabhängig davon, ob sie eben jüdische oder katholische Widerstandskämpfer waren, ob ihr Handeln durch ein christliches oder ein sozialistisches Weltbild geprägt war,
ob sie im Osten oder im Westen Europas gelitten hatten. Sie alle einte ihr Wissen über die NS-Verbrechen und ein daraus resultierendes gemeinsames Ziel, diese Gewalt nie wieder zu erleben, nie wieder zuzulassen. Drittens, die historische Bedeutung der Zeugenschaft und die Auseinandersetzung mit der Gewalterfahrung markiert die Entstehung eines Normsystems. Dieses hatte teilweise sogar über die Konfrontation der Supermächte hinaus Bestand. Es gab eine Berufung auf das geteilte, wenn natürlich nicht gelebte, Normsystem, auf die Menschenrechte, die überall beschworen wurden. Politische Institutionen wurden geschaffen, die alles verhindern sollten, was 1933 bis 1945 passiert war. Etwa die Flüchtlingskonvention, nicht zuletzt die EU. Wir erleben nun eine völlig neue Situation, deutlich hörbar etwa in den diversen Reden zum 8. Mai 2025 zu 1945. Die Erinnerung an die NS-Zeit, an den Zweiten Weltkrieg und die Besatzungsherrschaft scheint keine verbindende Kraft mehr zu besitzen. In dieser Situation wird das bereits anlässlich des 75. Jahrestags des vom Bundestag geforderten Dokumentationszentrums Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa noch dringlicher. Der vom Deutschen Historischen Museum vorgelegte Realisierungsvorschlag wurde 2023 vom Parlament mit großer Mehrheit angenommen. Das Okkupationsmuseum soll sich mit der gesamten Dimension der deutschen Besatzung in Europa zwischen 1939 und 1945 befassen. Es geht um die Opfer dieser Gewalt, die Millionen Menschen in heute mehr als 30 Ländern betraf. In ihnen ist die Erinnerung an diese deutsche Besatzung bis heute sehr lebendig. In Deutschland dagegen ist das Wissen oft lückenhaft oder vielfach gar nicht vorhanden. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Europa sich nicht mehr auf die Unterstützung der ehemaligen Alliierten verlassen kann, vielmehr immer stärker auf sich selbst gestellt ist. Für Europa heißt dies, dass es viel stärker eine gemeinsame Zukunft suchen muss. Eine Zukunft, die ohne das Wissen um die gemeinsame, oft sehr schmerzliche Geschichte niemals möglich sein wird. Das geplante Okkupationsmuseum wird die europäischen Zusammenhänge verständlich machen und in vielen Fällen überhaupt erst einmal grundlegende Kenntnisse vermitteln. Es ist wichtig, den Blick zu weiten für die unterschiedlichen Verbrechen und ihre Gedächtnisgeschichten. Dabei wird deutlich, dass wir gerade erst am Anfang eines Prozesses stehen, die europaweite Dimension dieser Ereignisse auch politisch zu begreifen. In einer Zeit, in der das Verhältnis zu den Großmächten Russland und den USA eine grundlegende Änderung zu erfahren scheint, rückt auch die Auseinandersetzung mit der zentralen Katastrophe des 20. Jahrhunderts neu ins Zentrum unseres Interesses und macht eine neue Form der Auseinandersetzung und des historischen Begreifens erforderlich. Gewalt ausstellen ist die erste gemeinsame Ausstellung des DAMs mit dem Dokumentationszentrum. Wir schauen auf die ersten Auseinandersetzungen mit der deutschen Besatzung zurück und wir versuchen, die enormen Reaktionen zu verstehen, die sich in den Ausstellungen abbilden und einen ganzen Kontinent prägen. Dies scheint uns gegenwärtig der richtige Ausgangspunkt zu sein, um die historische Bedeutung des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung in Europa neu in den Blick zu nehmen. Viele Menschen waren daran beteiligt, dass wir diese Ausstellung heute so eröffnen können. Und ich freue mich, dass Sie so unglaublich zahlreich hier erschienen sind. Es ist wirklich ein fantastisches Bild, Sie alle hier zu sehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Kuratorin und Mitherausgeberin des Begleitbands, Dr. Agatha Pietraschik. Ebenso geht mein ganz großer Dank an Ulrike Kretschmer, an Dr. Philipp Springer und das ganze Ausstellungsteam, an die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Gestalter, die Katalogredaktion, die Medientechniker und an das Aufbauteam.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem Fachbeirat, Herr Gensheimer, Herr Kreuzmüller, Herr Lalieu, Frau Perry, Herr Puttkammer, Frau Schmidt, Frau Seibold und Frau Simaniak für ihre Unterstützung über den gesamten Projektverlauf hinweg. Mit dieser Ausstellung haben wir auf mehreren Ebenen neue Wege beschritten. Unter anderem wird es erstmalig eine europäische Veranstaltungsreihe im Begleitprogramm geben. Für die Konzeption und Realisierung dieser Reihe danke ich dem gesamten Team des Dokumentationszentrums ZWBE. Ein großer Dank gilt darüber hinaus allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 4 Abteilungen dieses Hauses, Ausstellung, Sammlung, Kommunikation und den zentralen Diensten sowie dem Präsidium. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir die großen Herausforderungen, die mit diesem europäischen Kooperationsprojekt verbunden waren, gemeistert haben. Des Weiteren danke ich allen Externen, den Übersetzerinnen, Lektorinnen und Grafikerinnen. Die Finanzierung der Ausstellung wurde mit zusätzlichen Mitteln für das ZWBE durch den Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien ermöglicht. Der Ausstellungskatalog wurde im Rahmen unseres Schwerpunkts Historische Urteilskraft großzügig von Dr. Christiane und Dr. Nikolaus Weikart gefördert, denen ich ebenfalls sehr herzlich danke und die heute leider nicht hier sein können. Den Leihgeberinnen und Leihgebern aus zahlreichen Ländern, die uns Objekte und Dokumente zur Verfügung gestellt haben, ohne die wir unsere Ausstellung nicht hätten realisieren können, danke ich sehr herzlich. Und nicht zuletzt danke ich den beiden Organisatorinnen dieses Abends hier, Jenny Jakubik und Christina Behrendt. Herr Bundespräsident, lieber Herr Gauck, jetzt darf ich Sie aufs Podium bitten. Ja, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, lieber Herr Präsident, Professor Groß, liebe Vertreterinnen und Vertreter all unserer Gedenkstätten und Museen, da bin ich, aber befremdlich war das. Obwohl es doch ein Anlass zur Freude ist, wenn ein renommierter Präsident einer renommierten Institution anruft. Aber befremdlich, lieber Raphael Groß, war Ihre Anfrage nach einem Grußwort von mir, weil ich bin ein Laie, was Museumspädagogik betrifft, und das Projekt einer Ausstellung über Ausstellungen, das erschien mir irgendwie, wozu denn das nun? Ich neigte also zur Absage. Dann kamen Ihre Worte, dann sagte ich zu, aber dann war Ihr Tun für mich immer noch befremdlich. Ich bin ja nun trotzdem gekommen, vielleicht weil ich im Laufe des Lebens gelernt habe, dass oftmals das, was uns befremdet, bei genauerem Hinsehen eine Botschaft für uns enthält, vielleicht auch unsere Neugier entweckt oder imstande ist, einen Impuls zum Weiter- oder zum Umdenken zu setzen. So grüße ich Sie nun mit dem, was mir zu dieser Ausstellung nach dem Befremden in den Sinn gekommen ist. Dabei spricht ehrlich gesagt heute weniger der frühere Bundespräsident als vielmehr ein deutscher Bürger, der im Krieg geboren wurde, 5 Jahre alt war, als die erste von Ihnen gezeigte Ausstellung eröffnet wurde. Und dieser Bürger, der hat in verschiedenen Lebensepochen dann gelernt, dass es ein angemessenes Erinnern geben kann und muss und dass wir alle gegen das Vergessen arbeiten sollten. Ich komme zu Ihnen also auch als Ehrenvorsitzender der Bürgervereinigung gegen Vergessen für Demokratie. Wir gehen nun bei dieser neuen Ausstellung in die unmittelbare Nachkriegszeit. Wir haben das gehört. Begegnen Gefühlen und Urteilen von Menschen, die von Deutschen mit Krieg überzogen wurden und tyrannisiert worden sind. Wir wissen inzwischen nach langen und oft schmerzhaften Auseinandersetzungen und verschiedenen Aufarbeitungsphasen um die Schuld unserer Vorgängergenerationen.
Wir wissen aber noch immer wenig darüber, wie intensiv die Empfindungen derer waren, die unter NS-Deutschland gelitten hatten. Die Ausstellungen nun in London, Paris, Warschau, Bergen-Belsen und Liberec geben uns Wissen darüber. Wir sehen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und Intentionen, sehen auch, schon erwähnt, dass die Shoah noch nicht in ihrer einmaligen Monstrosität zur Geltung kommt, sehen, wenn wir etwa die Londoner Ausstellung vergleichen, wo die Leiden der Opfer im Fokus stehen, vergleichen mit späteren Ausstellungen etwa in Liberec, wo eine nationalistische Verzweckung eines an und für sich aufklärerischen Vorhabens zu besichtigen ist. Aber alle Unterschiede und Schwerpunktsetzungen haben eines gemeinsam. Sie konfrontieren uns mit der abgründigen Seite einer Moderne, die statt von Aufklärung und vom Humanum geprägt ist von der menschenverachtenden Hybris einer selbsternannten Herrenrasse. Wir sehen etwas, das die schon vorhandenen demokratischen und christlichen Werte, die es doch in Deutschland durchaus gab, dass man diesen Werten mehrheitlich den Abschied gegeben hat. Und wie könnten wir das sehen, ohne immer wieder aufs Neue zu erschrecken? 1945 war dann objektiv ein Ende mit Schrecken gekommen für die Besiegten, aber die Sieger, die alten Gegner, wussten selber noch nicht wirklich, jedenfalls nicht genau, wie groß die Zahl der Ermordeten in Wirklichkeit war und mit welcher Mordgier die Täter ihre Opfer verfolgt hatten. Sergeant Mike Lewis, der die Befreiung von Bergen-Belsen mit der Kamera zu dokumentieren hatte, brachte es auf die Formel: Man muss es sehen, um es zu glauben. Die britische Ausstellung, schon erwähnt, The Horror Camps, sagte es in ihrem Motto: Seeing is believing. Sehen heißt glauben. Wobei, meine Damen und Herren, Glauben hier im Sinne von Wilhelm Busch zu deuten ist, der einmal gesagt hat: Nur was wir glauben, wissen wir gewiss. Er spricht von einer Gewissheit, die in einer tieferen Dimension unseres Selbst eingelagert werden will, als nur ein rationales Wahrnehmen. Den Ausstellungsmachern damals in London wie denen, die heute historisches Wissen vermitteln, muss es letztlich um ein Sehen gehen, das im Sehenden also mehr bewirkt, als nur die Neugier oder den Wissensdurst zu befriedigen. Letztlich um ein Wissen, das uns verändert, das uns veranlasst, um Václav Havels Worte zu benutzen, veranlasst, in der Wahrheit zu leben. Wo immer in den alten Ausstellungen wie in den aktuellen Leben und Sterben, Zerstören oder Neuaufbauen dargestellt werden soll, ist der erste Schritt, die Fakten exakt zu sichern und darzustellen. Dies ist den Menschen auch dann zuzumuten, wenn die Fakten böse, erschreckend, grausam sind. Es ist den Menschen zuzumuten, zu betrachten, was Menschen Menschen antun können. Und wer die Wahrheit sucht, darf sich vor der Wahrnehmung nicht fürchten. Wahrnehmung kommt vor aller Wahrheit. So betrachten wir die Ansätze und Absichten früherer Ausstellungsmacher nicht nur deshalb, weil wir als überzeugte Europäer wissen wollen, wie unsere Nachbarn unsere Gewalt und ihre Leidensgeschichte betrachtet und gewürdigt haben. Es gibt tatsächlich einen wichtigeren Grund, sich alten Aufklärungsaktivitäten zu nähern. Wir müssen unsere Entschlossenheit stärken, die Taten, die Fakten, die uns heute begegnen, wenn Krieg, Entrechtung und Herabwürdigung von Menschen erneut Wirklichkeit werden, wahrzunehmen, zu dokumentieren. Wenn wir die unterschiedlichen Intentionen der Ausstellungsmacher von damals neu besichtigen, stoßen wir auch auf ein Problem,
das ich hier nicht unerwähnt lassen möchte: das Problem der geschichtspolitischen Faktenselektion durch die damals Regierenden im Osten Europas. Ihnen ging es durchaus darum, die Schrecknisse der Vergangenheit darzustellen. Aber sie wollten damit die Akzeptanz des Gegenwärtigen erlangen. Das Gegenwärtige im Kommunismus war allerdings ein strukturell begründetes, beständiges Legitimationsdefizit. Deshalb benötigte man den Antifaschismus als die eigene Herrschaft legitimierendes Element. Mit dieser Verzweckung allerdings wird aus einer natürlichen Menschenhaltung eine Anti-Haltung, die Menschen entwickeln angesichts von Mord und Verbrechen, eine Form des Antifaschismus, die neue Formen von Rechtsferne, Terror und Unterdrückung nicht wahrnehmen bzw. diese sogar legitimiert. An dieser Stelle fällt mir gerade auf, dass ich nicht über vergangene Geschichtspolitik allein spreche, sondern auch über ein höchst gegenwärtiges Phänomen. Mit Putins Lügen über einen angeblich grassierenden Faschismus in der Ukraine taucht die Indienstnahme und Verzweckung einer ursprünglich humanen und edlen Unrechtsabwehr zur Legitimation neuer, nicht legitimierter Herrschaft erneut auf. Die mörderischen Fakten von Butscha werden dann geleugnet. Ein künstlicher Antifaschismus soll die imperiale Aggression in etwas Notwendiges, ja Gutes verwandeln. Dies erkennend, meine Damen und Herren, machen wir uns bewusst, die Killing Fields von heute dürfen nicht im mythischen Nebel eines Lebensgefühls verschwinden, das uns ganz allgemein von einer immerwährenden Existenz des Bösen in der Welt zuraunt und damit letztlich eine fatale Beruhigungsbotschaft anbietet. Wir wissen inzwischen doch, dass Erschrecken und Erschüttern alleine folgenlos bleibt, wenn es in unseren Gefühlen eingekerkert ist. Wir brauchen ein Erschrecken, das uns aus Tatenlosigkeit und Hilflosigkeit befreit, uns ins Tun bringt. Wenn hier von selektivem und verzwecktem Erinnern durch autoritäre Herrschaft die Rede war und ist, so soll andererseits eine Faktenscheu bzw. Leugnung nicht übersehen werden, die es auch in der historischen Betrachtung im demokratischen Deutschland in großen Teilen der Bevölkerung gab. Als damals in der Nachkriegsära der Philosoph Karl Jaspers davon sprach, die Betrachtung der NS-Verbrechen müsse dazu führen, dass es zu einer Durchhellung, wie er sagte, in der Gesellschaft kommt, da fürchteten eben viele den Schmerz und die Scham, die ihnen bevorstehen würden, wenn sie sich den niederschmetternden Fakten und Erkenntnissen über die NS-Zeit wirklich stellen würden. Fluchtreflexe waren an der Tagesordnung. So war für viele die Wirklichkeit eigenen Leidens, etwa bei den Vertriebenen, das durchaus selbst erfahrene Unrecht, dann eine Blockade vor der Wahrnehmung eigener Schuld. Sowas kann immer wieder geschehen. So sehen wir rückblickend, dass den Fakten, dass der historischen Wahrheit doppelte Gefahr droht. Von oben durch undemokratische Herrscher, von unten aus der Mitte einer Bevölkerung, die sich vor Selbstkritik, Reue und Neubesinnung fürchtet und ins persönliche Nichtwissen abzutauchen versucht. Wie gut, dass es inzwischen ein eingeführtes demokratisches Erinnern in diesem Land gibt, oben ebenso wie unten. Aber wie beunruhigend,
dass dessen Existenz die Präsenz von alternativen Fakten, Geschichtslügen und Wahrnehmungsverweigerung in unserer Gegenwart nicht zu verhindern vermag. So bleibt für uns alle viel zu tun, für die Bürgergesellschaft insgesamt, wie für die Ausstellungsmacher und Vermittler historischen und politischen Wissens. Denn nur wer sich die realen Fakten der Gegenwart nicht erspart, sein Sehvermögen trainiert, die Geschehnisse dokumentiert und nicht nur einfach von der Monstrosität des Bösen erstarrt, gewinnt Zugang zu jener Form von Wahrheit, die Menschen zu verändern vermag. In diesem Sinne, Raphael Groß, wünsche ich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst viele Menschen, die in dieses Haus kommen, die sehen wollen und lernen wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, das Thema unserer Ausstellung mag ungewöhnlich erscheinen. Wir stellen andere Ausstellungen aus. Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Museumsausstellungen, sondern um wegweisende Projekte, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Europa organisiert wurden. Sie wurden ins Leben gerufen, um die damals erlebte Gewalt und Zerstörung sichtbar zu machen. Dieses Phänomen mag überraschen, denn es passt nicht zu dem Bild, das wir gemeinhin mit Europa in der Nachkriegszeit verbinden. Ein zerstörter Kontinent, noch gezeichnet von Gewalt, auch von antisemitischer Gewalt und von der Vertreibung Millionen Menschen erschüttert. Aus heutiger Sicht erscheint es kaum vorstellbar, dass angesichts des Mangels sowie der sozialen und politischen Instabilität Ausstellungen überhaupt möglich waren. Und doch zeigen die Projekte, die wir heute im Deutschen Historischen Museum präsentieren, dass die Auseinandersetzung mit der jüngsten Gewaltgeschichte in vielerlei Hinsicht ebenso notwendig war wie der materielle Wiederaufbau. Ausstellungen wurden zu einem herausragenden Massenmedium der frühen Nachkriegszeit, weil sie unterschiedlichste Medien zusammenführten und miteinander in Dialog brachten. Film, Fotografie, Kunstwerke, Artefakte sowie historische Dokumente. Diese Materialien stammen häufig unmittelbar von Orten der Gewalt und übernahmen die Rolle stummer Zeugen. Sie vermittelten eine unmittelbare Nähe zu Gewalt und Leid und verankerte diese zugleich in der Gegenständlichkeit der Objekte und beanspruchte Objektivität. Das Ausstellen dieser Materialien ging oft Hand in Hand mit der Gründung der ersten Institutionen zur Bewahrung der Geschichte und Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung. Einige der heute vorgestellten Ausstellungen waren ein durchschlagender Erfolg und zogen Hunderttausende Besucher an. Andere entstanden in kleinerem Rahmen, waren aber langfristig nicht weniger bedeutsam. Ziel dieser unterschiedlichen Projekte war es, zum ersten Mal die jüngste Geschichte von Gewalt und Völkermord zu artikulieren. Dabei handelte es sich um Erzählungen, die auf Beweisen beruhten, einen klar zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheidenden Chronologie folgten und den Überlebenden und Zeitzeugen eine Stimme gaben. Erzählungen mit einem Anfang und, das ist entscheidend, auch einem Ende, bei dem Mainz die Herstellung von Gerechtigkeit und der Aufbau eines neuen, gerechten gesellschaftlichen und politischen Lebens imaginiert wurde. Die Ausstellungen konnten diese Hoffnungen mit Bildern und Objekten greifbar machen, Emotionen bündeln und Räume für Trauer, Anklage, aber auch für Information schaffen. Unsere Ausstellung wirft einen sorgfältigen und kritischen Blick auf dieses vielschichtige Phänomen. Nicht in seiner Vollständigkeit, sondern anhand einer exemplarischen Auswahl wegweisender und wirkungsvollen Nachkriegsausstellungen und ihres jeweiligen sozialen und politischen Kontexts,
der oft Inhalte und Präsentationsformen beeinflusste. Aus der Vielzahl an Initiativen konzentrieren wir uns auf 6 Anstellungen, die in London, Paris, Warschau, Liberec und im Displaced Persons Lager Bergen-Belsen organisiert wurden. Alle diese Ausstellungen fanden zwischen Frühjahr 1945 und 1948 statt, in einer Übergangszeit vor dem Beginn des Kalten Krieges und zu einer Zeit, als sich noch viele Holocaust-Überlebende, oft auf ihre Auswanderung wartend, in Europa befanden. Viele dieser Ausstellungen waren dynamische Ausdrucksformen, die teils national, teils international wanderten, auch zwischen Regionen, die bald durch den Eisernen Vorhang getrennt sein würden. Sie erreichten ein großes Publikum. Über 400.000 Menschen besuchten die Ausstellungen Warszawa Oskarża, Warschau klangt an, im Nationalmuseum Warschau und Cri Mittelland im Grand Palais in Paris. Organisiert wurden diese Veranstaltungen von städtlichen Stellen, Kommissionen zur Untersuchung von Kriegsverbrechen sowie formellen und informellen Gruppen von Holocaust-Überlebenden. Sie vereinten somit individuelle, kollektive und institutionelle Perspektiven. Die Titel dieser Ausstellungen sprechen für sich: Die Lage des Schreckens, Hitlerische Verbrechen, Warschau klangt an, Martyrium und Kampf, Gedenkstätte der Nazi-Barbarei, Unser Weg in die Freiheit. Diese eindrucksvollen, kraftvollen Begriffe bündelten Empörung und Anklage, spiegelten Emotionen wider und formulierten zugleich die jeweilige Botschaft der Ausstellung. Sie verdeutlichen die spezifischen Weise, in denen sich die ehemals besetzten Länder mit der Geschichte der deutschen Besatzung auseinandersetzten. Ausstellungen sind ihrem Wesen nach zeitlich befristete Ereignisse. Sie werden eröffnet und wieder geschlossen und hinterlassen nur verstreute Spuren in Archiven und Museumssammlungen. Unsere Aufgabe war es, diese Spuren zu sichern und die damaligen Ausstellungen wieder vorstellbar zu machen. Nicht um sie zu rekonstruieren oder nachzuerleben, sondern um dem heutigen Publikum die Möglichkeit zu geben, sich ihre Räume und Gestaltungen vorzustellen, sich mit einigen der gezeigten Objekte auseinanderzusetzen und die jeweiligen Narrative nachzuvollziehen. Es ging uns auch darum, die Menschen hinter den Projekten sichtbar zu machen und die Stimme des damaligen Publikums einzufangen. In jedem Teil unserer Ausstellung haben wir versucht, einen Raum für eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten und Kontexten der damaligen Ausstellungen zu schaffen. Da diese historischen Ausstellungen, auch wenn sie heute teilweise vergessen sind, über ihre eigentliche Laufzeit hinauswirkten, indem sie zukünftige Formen des Erinnerns und Darstellens aufzeigten. Es ist wichtig, sowohl ihr Potenzial als auch ihre Grenzen aus heutiger Perspektive zu verstehen. Denn diese Erinnerungsformen wirken oft bis die Gegenwart hinein. In der sozialen und politischen Situation der später 1940er Jahre, geprägt vom Wunsch nach Wiederaufbau und nationaler Konsolidierung, zielten städtliche unterstützte Ausstellungen häufig darauf ab, eine kollektive Identität durch die Darstellung von gemeinsamem Leid zu schaffen. Schwierige Fragen wurden oft dabei ausgeblendet oder relativiert. Etwa inwieweit Teile der besetzten Gesellschaften die Ausübung von Gewalt, insbesondere im Fall des Holocaust, ermöglicht oder unterstützt hatten. Die Frage, was einem angetan wurde, überwog die Auseinandersetzung mit der Frage, welchen Anteil man selbst am Leid anderer hatte. Diese national geprägten Erzählungen verdrängten die Stimme jüdischer und Roma-Überlebenden, die den Massenmord in bisher nie dagewesenem Ausmaß erlitten hatten.
Holocaust-Überlebende organisierten unmittelbar nach dem Krieg Eigenausstellungen, um die Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen, während entsprechende Ausstellungen von Roma-Überlebenden erst Jahrzehnte später entstanden. Im Zentrum unseres Projekts steht daher die Anerkennung dieser verschiedenen Stimmen sowie bestehenden Unterschiede zwischen ihnen, ebenso wie das Aufzeigen von Schweigen und von Mustern des Verschweigens, die in vielen Fällen bis heute nachwirken. Ausstellungen und im weiteren Sinne auch Museen sind Orte, an denen selbst über die schwierigen und schmerzlichen Vergangenheiten gesprochen werden kann. Die Anstrengungen jener, die angesichts beispielloser Zerstörung und oft trotz eigener traumatischer Erfahrungen die ersten Nachkriegsausstellungen organisierten, sollten uns auch heute dazu ermutigen, diesen Prozess der Auseinandersetzung aktiv zu gestalten. In dem Bewusstsein, dass jede Ausstellung eine gemeinschaftliche Anstrengung ist, möchte ich mich dabei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, ohne deren Einsatz dieses Projekt nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank für die Arbeit, die Entschlossenheit und die Sorgfalt, die in dieses Projekt eingeflossen sind. Besonders danken möchte ich dem Ausstellungsteam der Abteilung Ausstellungen unter dem Direktorium von Frau Ulrike Kretschmer und der Projektleitung von Herrn Philipp Springer, den wissenschaftlichen Mitarbeitern Maciej Gugała und Christian Schmidt-Wilken, der Projektassistentin Tomoko Mamine, Dagi Knellesen aus dem Präsidium und dem Volontär Niklas Krekler für ihre wertvollen Ratschläge. Ebenso den Praktikantinnen Marc Bunsch und Anastasia Hoffmann. Vielen Dank für die vielen Stunden der Diskussion, der Recherche und der Unterstützung. Ich möchte auch den GestalterInnen dieser Ausstellung, Marc-Louis Ulle und Hans Hagemeister, danken für alle die kreativen Wege, mit denen sie oft damals schwierige Material einfühlsam und würdevoll zur Darstellung gebracht haben. Ich danke ebenfalls Felice Fornabio und Sina Orozode für die Gestaltung unserer medialen Inhalte sowie die Ausstellungsgrafikerinnen Julia Volkmar, Anja Rausch und Lisa Pflesterer. Meinen Dank gilt außerdem allen, die mit den besonderen Objekten gearbeitet haben, die wir heute zeigen dürfen. Den Registrars Nicole Schmidt und Victoria Sanchez, den RestauratorInnen und den großartigen Ausstellungswerkstätten und dem Aufbauteam. Herzlich bedanke ich mich bei der Abteilung Kommunikation unter der Leitung von Herrn Stefan Adam. Vielen Dank an Ilka Linz für ihre Arbeit an der Begleitpublikation. An dieser Stelle möchte ich auch alle Autorinnen danken, die mit ihren Beiträgen ihr Wissen und ihre Einsicht geteilt haben. Danken möchte ich ebenso dem gesamten Team des ZWBE, Annette Wolf, Alfons Adam, Axel Bangert und Martin Borkowski-Saruchan, für ein durchdachtes und spannendes Begleitprogramm mit Vorträgen und Veranstaltungen, das die Themen der Ausstellung weiter vertieft. Vielen Dank auch an den Bereich der Bindung und Vermittlung unter der Leitung von Brigitte Vogel-Janota. Ich möchte auch Herrn Professor Lafer-Gross meinen aufrichtigen Dank aussprechen, dafür, dass er an dieses Projekt geglaubt und es möglich gemacht hat. Und zuletzt, da diese Ausstellung eng mit meiner Forschungsarbeit verbunden ist, möchte ich der Alfred Landecker Stiftung und der Freien Universität Berlin sehr herzlich für die Unterstützung meiner Arbeit danken.
Rabbi Kalonymus Kalamish Shapira aus Piacenzo, einem Städtchen in der Nähe von Warschau, zählte in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zu den jüngeren chassidischen Rebbes. Während der Shoah befand er sich im Warschauer Ghetto und fuhr auch dort damit fort, an jedem Schabbat einen chassidischen Tisch zu unterhalten und bis zur Liquidierung des Ghettos Predigten über den Sinn des Leidens jener Tage zu halten. Nach Auflösung des Ghettos wurde er ins Zwangsarbeiterlager von Bodzin im Landkreis Lublin verschickt und dort am 3. November 1943 ermordet. Als er spürte, dass sein Leben in Gefahr war, sorgte er bei Zeiten dafür, die Manuskripte seiner Predigten in Milchkannen zu verstecken, in denen noch viele andere bedeutende Dokumente aus dem Ghetto verborgen wurden. Diese Sammlung wurde später als das Ringelblum-Archiv bekannt. Heute gelten die Schriften des Rebbes als Teil der bedeutendsten theologischen Zeugnisse aus der Zeit der Shoah. Unmittelbar bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kamen bei einem der Fliegerangriffe der deutschen Wehrmacht auf Warschau sein Sohn, seine Schwiegertochter und seine Tante ums Leben. Trotz dieser persönlichen Tragödie und trotz des vielen Leids ringsum weigerte sich der Admor, eines der ihm unterbreiteten Fluchtangebote wahrzunehmen und blieb lieber bis zum bitteren Ende bei seinen Chassidim im Warschauer Ghetto. Der Tag, an dem sein ältestes Kind, sein einziger Sohn, ums Leben kam, war Sukkot, das Erntedankfest. Wir Juden versammelten uns zu einem rasch verrichteten Abendgebet in der Synagoge, da wir unsere Familie nicht allzu lange allein zu Hause lassen wollten. Gegen Ende des Gottesdienstes kam der Rebbe herein, umringt von den wenigen Chassidim, die noch da waren. Sie sahen ihn an. Der Rebbe, der noch nicht mit der Shiva, dem einwöchigen Trauersitzen, begonnen hatte, stellte sich an das Pult des Vorbeters und begann, eine Melodie zu singen. Die heilige Melodie der Chassidim von Koschnitz-Karlin. Wieder und wieder wiederholte er seinen Negun. Ich war in diesen Augenblicken zugegen und spürte förmlich, wie die Klänge mich forttrugen an einen anderen Ort, wo mein Herz von der schweren Realität abgelenkt wurde. Diese Minuten habe ich niemals vergessen. Sie haben mir während der ganzen langen Kriegsjahre Kraft verliehen und tun das bis zum heutigen Tag.
Familie Lissauer. Die Lissauers waren eine der bekanntesten jüdischen Familien in Berlin. Kultur und vor allem Musik waren untrennbare Bestandteile ihres Lebens und ihr Haus galt als bekanntes Zentrum der Berliner Kunst- und Musikwelt. Friedrich Fritz Wolfgang Lissauer, ein namhafter Rechtsanwalt, war selbst ein begnadeter Musiker, der sich auch eher als solcher betrachtete, denn als Jurist. Auf dem Weg zur Arbeit saß er im Zug und las Notenblätter. Fritz Lissauer verfasste und komponierte Opern, Kammermusikwerke und dergleichen mehr. Als Jugendlicher war er sogar Brahms persönlich begegnet und hatte von ihm auf einem gemeinsamen Foto ein Autogramm bekommen. Sein jüngerer Bruder Ernst Lissauer war Dichter, Bühnenautor und Schriftsteller. Unter den deutschen Juden galt er als Symbol ihrer Treue zu ihrem Heimatland und stand für den Erfolg ihrer Emanzipation und ihrer Integration ins deutsche Leben. Ihr Vater, Hugo Lissauer, war nicht nur Richter und Mitglied bei den Freimaurern, sondern auch der Inhaber des größten Berliner Handelshauses für Seidenstoffe. Fritz Lissauers 1906 geborener Sohn Otto war ein begabter Drehbuchautor und Filmkritiker, der seine Werke mit dem Künstlernamen Michael Logan unterschrieb. Er verfasste das Drehbuch für die französisch-deutsche Koproduktion Fanfare d'amour. Darin geht es um zwei arbeitslose Musiker, die sich einem Frauenorchester anschließen. Dieselbe Handlung diente später als Grundlage für den berühmten Kinofilm Some Like It Hot mit Marilyn Monroe in der Hauptrolle. Nach Machtergreifung der Nationalsozialisten floh Otto Lissauer von Deutschland nach Paris, wo er jedoch am 27. März 1944 im Alter von 37 Jahren mit einem Transport aus dem französischen Internierungslager Drancy ins Vernichtungslager Auschwitz verschickt wurde. Ein Freund, der sich aus demselben Transport befand, konnte vom Zug abspringen und wurde gerettet. Otto hingegen blieb und starb auf dem Weg nach Auschwitz. Im großen Haus des Familienvaters Fritz Lissauer fanden auch zahlreiche Konzerte statt, zu der viele Mitglieder der deutschen Haute Volée eingeladen wurden. Dabei durften aber nur wirklich nahestehende Personen das Haus betreten. Wer nicht zu diesem ausgewählten Kreis gehörte, blieb draußen auf der Wiese sitzen, um dem Konzert von dort aus zu lauschen. Dazu zählte ein regelmäßiger Gast, der sich ebenfalls zum Musiker berufen fühlte und selbst Geige spielte. Es war kein geringerer als Professor Albert Einstein. Fritz, der ein ausgezeichnetes Gehör besaß, war nicht sonderlich begeistert, wenn er Einstein spielen hörte, dessen musikalisches Niveau er für mehr als unzulänglich hielt. Als Einstein einmal nicht auf das Tempo achtete, rügte Fritz ihn mit folgenden Worten: Albert, was ist mit Ihnen los? Können Sie denn nicht zählen? 1, 2, 3, 4. So lernen Sie doch zu zählen. Als die Nazis die Macht übernahmen, musste Fritz Lissauer seine Arbeit als Rechtsanwalt aufgeben und hatte nun Zeit, sich ganz der Musik zu widmen. 1937 schickte er eine von ihm verfasste Komposition an die Deutsche Musikakademie in Berlin, von wo man ihm jedoch mitteilte, sein Werk müsse abgelehnt werden, da er jüdischer Herkunft sei. Fritz war davon so tief verletzt, dass er einen Herzinfarkt erlitt und starb. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof von Berlin beigesetzt.
Endstation. Nun war die Endstation erreicht, Auschwitz. Von hier gab es kein Entrinnen. Hier endeten alle Überlebenstricks. Hier begannen alle Endabrechnungen. Hier wurde einem alles genommen. Und man stand da im offenen Feld des Lagers, bestohlen, beraubt und beschämt, weil man nichts mehr besaß auf dieser Welt. Ach, würde diese Erde von Auschwitz doch jetzt ihr Maul aufreißen und uns lebend verschlingen, betete er in seinem Herzen. Und mit überraschendem Auftrieb entfachte sich plötzlich ein Sturm in seiner Seele, der ihn aus der Starre riss und zum Tanzen brachte. Er tanzte nackt, aus seiner Schande heraus tanzte er, wortlos und stumm. Nur die Beine hoben sich, die Hände hatte er himmelwärts gestreckt und die Augen riesengroß aufgerissen waren sie. Allein in seinem Geist hatte sich eine innere Flamme entzündet. So glaubt mir doch, das ist kein Hirngespinst, flehte der Mann mit tränenden Augen. Es war ein Tanz, der vielleicht von keinem beachtet wurde in jenem Durcheinander des Wahnsinns dort in Auschwitz. Es war der Tanz eines Menschen, dem nichts mehr geblieben war. Und aus diesem Grund war er ganz und gar von der Flamme des erhabensten Glaubens erfüllt. Ein Schrei brach aus dem Mann hervor, als fürchte er sich vor seiner eigenen Stimme. Dann verstummte er plötzlich. Seine großen brennenden Augen jedoch, die nun aussahen wie zwei unter einem Haufen von Asche glühende Feuerzünglein, seine Augen waren es, die das Geheimnis enthüllten. Es war der Erzähler selbst, der da tanzte.